Bald ist Halloween, habt ihr schon Lust auf gemütliche Gruselstimmung? Dann bastelt doch mit mir ein kleines, freches Pompom-Gespenst. Das könnt ihr in euer Zimmer hängen oder mit als kleinen Begleiter in die Halloween-Nacht nehmen. Los geht's! Ihr braucht Klebstoff, einen Stift, feste Pappe, 2 runde Schablonen in verschiedenen Größen. Ich habe hier Klebebandrollen, eine Flasche, eine Schere, weiße Wolle und Fels. Wir starten damit, dass wir einen Kreis auf dem Pappkarton zeichnen. Und zwar benutze ich hier so eine runde Schablone, einfach eine Kleberolle. Ihr könnt aber auch eine Tasse oder irgendwas anderes Rundes benutzen. Zack, das ist die runde Form. In der Mitte von dem Kreis legt ihr jetzt noch eine kleine Klebebandrolle. Und so groß, wie jetzt mein Kreis ist, wird später auch das Gespenst. Das heißt, wenn ihr ein größeres Gespenst machen wollt, nehmt ihr eine größere runde Form. Und wenn ihr ein kleineres Gespenst haben wollt, dann nehmt ihr eine kleinere Form. So, dann schneiden wir jetzt als erstes den großen Kreis aus. So, und jetzt muss ich den kleinen Kreis ausschneiden. Da fragt ihr euch, wie geht das? Eigentlich ganz einfach. Ihr könnt nämlich einen kleinen Spalt in den großen Kreis schneiden. Den brauchen wir später zum Wickeln. Und dann kommt ihr nämlich auch in den inneren Kreis rein. Und den schneidet ihr jetzt auch aus. So, wenn ihr so eine große Schere wie ich habt, dann muss man ein bisschen geduldig sein. Eine kleinere funktioniert da besser, um in die Kurve zu kommen. So, das ist unser selbstgemachter Pompom-Wickler. Das kann man auch so kaufen, aber eigentlich geht das mit einer Pappe wunderbar. Und das Ganze übertragen wir jetzt nochmal auf die Pappe, damit wir 2 davon haben. Und das Ganze schneide ich auch nochmal aus. So, wie ihr seht, der ist jetzt nicht wunderschön, aber das ist auch nicht das, was wir basteln wollen, sondern das ist unser Werkzeug, um unser Gespenst zu basteln. Dann legen wir die mal aufeinander, sieht gut aus. Und weiter geht's. So, jetzt umwickeln wir die beiden Ringe mit der Wolle. Und zwar durch den Spalt. Mit der einen Hand haltet ihr das Fadenende fest und mit der anderen Hand wickelt ihr. Also im Schnitt braucht man so 6 bis 8 Lagen Wolle. Aber es hat natürlich damit zu tun, wie groß euer Loch in der Mitte ist. Und ich wickel jetzt hier mehr, weil mein Loch war relativ groß. Und ihr müsst es halt so haben, dass ein Flaschenhals durchpassen kann. Das ist eigentlich die ideale Wickelgröße. So, wenn du fertig gewickelt hast, dann stülpst du deinen Pappkreis mit der Wolle über einen Flaschenhals und kannst einmal den Wollfaden abschneiden. Und dann schneidest du zwischen den beiden Pappkreisen entlang am Rand die Wolle auf. Und dann wirst du merken, dass das wie so ein Ball auffächert. Je nachdem, wie eng ihr die Wolle gewickelt habt, geht das ein bisschen leichter oder ein bisschen schwieriger. Müsst ihr ein bisschen geduldig sein und am besten eine scharfe Schere verwenden. Schneidet euch nun von dem restlichen Wollknäuel ein langes Stück ab und wickelt das einmal zwischen den beiden Pappkreisen entlang, rundherum. Macht erstmal einen Knoten, stülpt es vorsichtig von eurem Flaschenhals ab. Die könnt ihr jetzt zur Seite stellen und dann feste zusammenziehen, richtig feste. Und dann einen zweiten Knoten und nochmal richtig fest zusammenziehen. Abgerissen, nicht schlimm. Und dann machen wir einfach nochmal einen Faden, damit die ganze Mühe mit dem Wickeln nicht umsonst war. Wickeln den nochmal um den Pappkreis, beziehungsweise zwischen den beiden Pappkreisen entlang. Machen nochmal 2 Knoten. Die Fäden gucken jetzt raus. Das Gefühl habt, das ist richtig gut zusammengeknotet. Dann könnt ihr die Pappe einfach abstreifen. Brauchen wir nicht mehr. Und so sieht unser Pompom aus. Und damit arbeiten wir jetzt weiter.
Und jetzt wird geschnipselt, dass das Zeug hält. Und dafür brauchen wir noch einen der langen Fäden. Die anderen schneiden wir ab. Und an diesem Faden baumelt später der Geist. So, hier oben, da wo der Faden rausguckt, da ist die Oberseite von dem Geist und hier unten die Unterseite. Deswegen fangen wir jetzt hier oben an, die Haare zu stutzen, beziehungsweise die Wollfäden. Und unten lassen wir sie etwas länger stehen. Das wird eine ganze Weile dauern, aber bringt auch Spaß. Oben machen wir einen runden Kopf. Und zack, fertig ist die Gespensterform. So, und zum Schluss kannst du dem Gespenst noch 2 Augen und einen Mund aus dem Filz ausschneiden, aufkleben. Und wenn es ganz frech ist, sogar noch eine Zunge. Dafür nehmen wir den Filz, schneiden einfach 2 runde Augen aus. Wenn du das Gespenst ein bisschen niedlicher haben möchtest, dann machst du ganz runde Augen. Und wenn du es ein bisschen gruseliger haben willst, dann machst du ovale Augen. Dann kannst du es mal bei deinem Gespenst dran halten, wie so die Größe ist. Das ist doch schon mal ganz gut. So, jetzt habe ich 2 schöne Augen. So sehen die aus. Einfach 2 schwarze, runde Formen. Und jetzt schneide ich noch einen Mund aus. Entweder ihr macht einen O-Mund, als würde es gerade buhen. Oder ihr macht einfach einen fröhlichen Mund. Ich mache diesmal einen fröhlichen Mund. Und jetzt gucken wir nochmal unser Gespenst an und gucken, wo am besten die Vorderseite ist, wo das Gesicht hin soll. Ich würde sagen, hier hin. Und dann schauen wir erstmal, wo die Sachen hin sollen, wo die gut aussehen. Und zwar drücken wir das so richtig in die Wollflusen rein. Ruckeln das ein bisschen zurecht, wie wir es gut finden. Und den Mund auch. Und wenn wir zufrieden sind, dann merken wir uns das. Und dann machen wir ein bisschen Klebe auf den Filz. Kleben das ganz tief in die Wolle rein. So, und jetzt ist das Ganze noch nicht fertig. Jetzt schneiden wir die Wolle drumherum noch ein bisschen ab, damit die Augen ein bisschen frei stehen und der Mund. Und so sieht der Geist jetzt aus. Und jetzt machen wir ihm noch eine kleine Zunge. Dafür nehmen wir jetzt den pinken Filz und dann schneiden wir einfach eine kleine Geisterzunge ab. Könnt ihr mal prüfen, ob die vielleicht noch zu lang ist. Ich würde sagen, die ist noch ein bisschen zu lang für den Geist. Das ist doch ganz lustig. In den Zungenanfang machen wir ein bisschen Klebe und kleben das auf dem schwarzen Mund fest, als würde er uns die Zunge rausstrecken. Bäh, ganz schön frech. Und so sieht der Geist jetzt aus. Das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und jetzt wünsche ich euch ganz gruselige Halloween.